So, 24. November. Man sieht hier die provisorische Kabelinstallation. Hauptkabel war vorher 2 mal 1,5 Quadrat Aluminium. Musste ich natürlich provisorisch ersetzen für 3 mal 4 Quadrat Kupfer. Das ist zurzeit unsere provisorische Versorgung. Das ankommende alte Kabel ist 4 mal 6 Quadrat Aluminium. So, das ist die alte Installation zum Nachbarn. Das Hauptkabel, wie man sieht, russisch, klassisch, werde ich auch zeitnah tauschen, ist schon abgesprochen. Sobald wir im Frühjahr Zeit haben, wird das neu gemacht. Bis zum Zählerwall Brandschutz, das gefällt mir überhaupt nicht. So, und da geht das alte Kabel raus zum alten Anschluss am Masten. Das neue Kabel habe ich dann heute ordentlich gelegt. Natürlich im Schutzrohr. Ich hatte nichts mehr anderes. Deswegen Kanalisationsrohr genommen, 50er. Passt genauso. Sieht ordentlich aus. Akkurat geschützt. Und ganz hinten am Ende wird noch ein Stück Flexschlauch drüber gezogen. Da gibt es hier welchen, den man teilen kann. Der ist eingeschlitzt, wird drüber gezogen. Mache ich dann morgen Abend. Ich habe schon bestellt, 2 Meter im Geschäft bei uns. Und dann kann Rossetti loslegen. Und das wird anklemmen im Kasten. Weil Rossetti hat nun gesagt, sie werden wahrscheinlich nächste Woche vorbeikommen. Dann lassen wir uns mal überraschen, ob das wird. Ich muss mich mal kurz aufs Dach rausquälen. So, bei uns heute aktuell minus 17 Grad. Angenehm warm für sibirische Verhältnisse. Ja, und da ist mein Strommast. Da kommt das Kabel dann drauf. So, bis zum nächsten. Liebe Grüße aus Sibirien. Kurze Ergänzung noch, hatte ich vergessen. Und hier hängt, da kommt raus. Da oben wird auch ein Haken reingeschraubt. Für die Zugentlastung. Und das ist ausreichend bis da oben auf den Strommast. Also hat Rossetti überhaupt nicht viel Arbeit. Den Haken reinschrauben am Mast oben, die Zugentlastung. Hier die Lasche einsetzen, den Haken reinschrauben und oben anklemmen und fertig. Also haben die mir keine Ausreden von wegen Material nicht da oder irgendwas anderes. Haken ist da, 2 Stück. Liegen wir in der Werkstatt, 2 Zugentlastungen. Also die Spannhaken für das Seil ist auch vorhanden. Und das ist vollkommen ausreichend. 4 mal 16 Quadrat Aluminium für unsere Zwecke passt das. Eine kleine Ergänzung aufgrund einer Frage eines Bekannten, der auch hier in Russland lebt, schon seit ein paar Jahren. Er wollte wissen, wie ich meine Schutzerde fürs Haus gemacht habe. Nun ja, hier sind 2 Armierungsstäbe eingeschlagen, im Durchmesser 12 mm, ca. 4 Meter tief. Und wie habe ich das gemacht? Angespitzt, unten Leiter gestellt, Bohrhammer oben drauf aufs Ende. Natürlich habe ich mir einen Adapter gemacht für den Bohrhammer, dass ich einschlagen kann. Eine alte Stecknuss und einen alten Bohrer zusammengeschweißt. Hat gut funktioniert. Nur Schlagfunktion und dann oben drauf und dann reintreiben in den Erdboden. Natürlich kann man das nur im Sommer machen oder im Frühjahr, wenn der Boden aufgetaut ist. Bei Frost geht es nicht. Hatte ich in weiser Voraussicht gemacht. So, die Eisenstäbe haben oben Gewindebolzen angeschweißt mit Ingewindeachter, damit man das anschließen kann ordentlich, so wie hier. Natürlich hatte ich keine anderen Schrauben, ist jetzt noch provisorisch bis nächstes Jahr im Frühjahr. Dann wird das perfekt gemacht. Es muss erstmal funktionieren und die beiden Stäbe habe ich gemessen, haben eine gute Erde. So, ich hatte natürlich auch kein grün-gelbes Kabel bekommen, es gab nur schwarzes. Das Kabel hat einen Querschnitt von 16 Quadratmillimeter. 10 sagt man hier ist mindestens. Ich habe 16 genommen und habe mir 2 Adder gemacht. Eigentlich macht man 3. Aber Material war nicht verfügbar. Und jetzt zum Anfang geht es erstmal. Im nächsten Frühjahr mache ich mir noch 2 Eisenstäbe im Abstand von 2 Meter. Hier ist noch genug Platz. Da wird da hinten noch einer eingeschlagen. Und hier vorne an der Ecke vom Haus kommt noch einer rein. Dann ist das perfekt. So, Werkzeug braucht man. Die Presszange natürlich für die Kabelschuhe.
diese spezielle Kontaktschutzpaste, leitende Kontaktschutzpaste, damit es nicht korrodiert. Zum Putzen der Kontakte braucht man auch was. Und halt dieses Pressset. Und dann ist man auf der sicheren Seite, da ist noch ein Rest von dem Kabel. Das wird nächstes damit verbaut. Ja, und ansonsten braucht man nicht viel Werkzeug. Geht relativ fix, ist gut zu machen und bringt gute Ergebnisse. Ich wollte eigentlich ein Erdungsset kaufen hier, aber als ich den Preis gesehen habe, 20.000 Rubel für so ein Erdungsset mit 3 Stäben aus Aluminium, 3,50 Meter lang. Nee, muss ich nicht haben unbedingt. Das funktioniert genauso gut hier. Und deswegen diese Variante. Armierungseisen geht. Natürlich habe ich das Oberstück, was dann rausguckt, später mit Schrumpfschlauch noch geschützt. Oder noch aufgefüllt nächstes Jahr hier. Und das Rohr bekommt noch eine Einhausung aus Holz. Dann ist alles verschwunden und alles sicher. Und das Kabel, das noch rumhängt, das ist noch eine Steckdose geplant. Später mal für die Grube. Wenn wir da in der Grube mal eine Pumpe brauchen sollten, da ist das Kabel schon mal vorhanden. So, jetzt packe ich zusammen und damit ist die Arbeit für heute erledigt im Außenbereich. Es ist mir doch etwas zu kalt bei minus 17 Grad. Liebe Grüße aus Sibirien, euer Matze. So, und das Werkzeug bekommt man hier zu kaufen in jedem guten Elektrogeschäft. Das ist von KWT. Ups. Jetzt haben wir es. Eine Presszange PGRC 70 KWT. Nennt sich Preski Dravliceski Rutschnoi Klapanom Sprosa Davlenia. Entschuldigung, ich habe die Brille vergessen, ich kann schlecht lesen. So, und kriegt man normalerweise in jedem guten Elektrogeschäft. Kostenpunkt weiß ich nicht mehr. Ist vor langer Zeit von mir gekauft. Und die Kontaktschutzpaste. Kontaktnaja Provodjaschaya Pasta, auch von KWT. Macht sich sehr gut bei Verbindungen, die man wieder lösen muss und die vor allen Dingen nicht korrodieren dürfen. Ist eine leitende Paste. Also ist nicht schlecht, das Zeug verwende ich gerne bei solchen Arbeiten. Ich habe es bei ATM gekauft, ist eine gute Elektrofirma hier in Russland. Und dort kriegt man auch sozusagen Schrumpfschlauch. Kriegt man dort auch, ist alles dort zu bekommen, wenn man was braucht. Und ja, Erdungsschutz muss man nicht kaufen unbedingt für diese horrenden Preise. Man kann sich selbst behelfen. Ich hoffe, damit sind alle Fragen gelöst. So, noch ein Hinweis für unsere elektrischen Kollegen und für alle Amateure, die selbst bauen wollen. Ich habe hier speziell einen Aluminium-Kupfer-Pressverbinder. Ja, warum? Kommt nicht auf die Idee, diese Art von Kabel in einen Rezähler einzuklemmen oder in den Sicherungsautomaten. Das mag zwar am Anfang gut gehen, aber bringt Ärger. Aluminium ist und bleibt Dreck, weil es fließt. Die Klemmen müssten regelmäßig im halbjährlichen Abstand kontrolliert und nachgezogen werden. Und irgendwann ist das Aluminium breit. Deswegen generell Sicherungsautomaten Kupfer. Und deswegen habe ich hier ein Stück Kupferdraht, 10 Quadrat, angeklemmt mit Aderenthülsen und dann kommt noch Schrumpfschlauch drüber, damit es sicher ist. So, das noch als Hinweis für alle Hobby-Elektriker und die mal irgendwas Elektrisches hier in Russland bauen wollen. Unsere russischen Kollegen klemmen das natürlich ein, wo ich immer wieder schreiend davonlaufen könnte. Ich nicht. Ich mache es ordentlich. Deswegen kommen bei mir auch bei dem Sicherungsautomaten oben spezielle Hülsen, Alkuhülsen. Die sind außen als Klemmschuh ausgelegt, Kupfer, und haben innen drinnen eine Aluminiumhülse. Und dann ist das Ding auch gegessen. Aber so wie unsere russischen Kollegen machen, niemals. Aluminium im Automaten hat nichts zu suchen. Auch im Stromzähler nicht. Liebe Grüße aus Sibirien. Jetzt kommt das Endergebnis vom Zählerschrank. Hier oben sehen wir die 3 Phasen, natürlich ohne Reserve. Sonst regt sich Rossetti wieder auf. Man könnte ja die Reserve benutzen zum Umklemmen und zum Klauen und was weiß ich. Deswegen ohne Reserve. Hier oben kommt noch ein Flexschlauch drumherum als Schutz
von den 2 Metern, die ich auf dem Boden verwende. Und hier habe ich nochmal als Beispiel die Presshülse, Nakoniecki genannt. Die ist aus Kupfer und dafür gibt es eine Einschiebehülse. Natürlich ist die jetzt viel zu groß. Aus Alu und Kupfer, außen Kupfer, innen Alu. Habe ich heute meine letzten 3 verwendet. Leider habe ich sie hier in Sibirien nirgendwo gesehen, nicht in Novosibirsk, kurz Krasnojarsk oder Oden, nirgendwo gefunden. Auch in Ufa nicht. Ich habe sie nur bekommen damals in Nischni Nowgorod und in Moskau. Und da habe ich heute die letzten halt verbraucht. Die gab es dort als 5er-Pack, fertig, mit allem drum und dran. Mal schauen, ob ich wieder irgendwann mal bestellen kann da in der Großstadt. Bis später, bis zum nächsten Video. Euer Matze.